Hallo zusammen, ihr Lieben. Willkommen zu meinem 9000 Abo Special. Ich habe euch ja gefragt, was wollt ihr sehen? Was kann ich für euch drehen? Viele hatten die Finanzen angefragt. Viele wollten eine Single-Legung. Ja, liebe Singles, was soll ich sagen? Ich finde es sehr schwierig, für ein Kollektiv einen Menschen zu sehen, der ins Leben kommt, fürs ganze Kollektiv, der eine Mensch. Deshalb, es gibt so viele Kartenleger, die das machen. Ich mache es nicht, weil es meiner Erfahrung nach auch nichts bringt. Aber ich lasse einen kleinen Einblick in die Liebe da. Ich habe mir überlegt, wir machen es so. Ich mache Liebe, Beruf, Finanzen und eine kleine Überraschungsbotschaft. Ich mache euch die Zeitstempel unten rein, dann könnt ihr das aussuchen und ich hoffe, es ist für jeden was dabei. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zusehen, für eure Treue, für alles und wir legen einfach los. Ich freue mich, das ist eine große Zahl für mich. Es hat lange genug gedauert. Ich habe ein ganz neues Kartendeck noch von mir. Da sind die Karten noch so, wie sie gehören, also von 1 bis 36 mit meiner speziellen Karte dabei. Und das nehmen wir jetzt mal und wir schauen, was ich über die Finanzen weitergeben darf. Also wir fangen an mit den Finanzen. Kollektiv, was darf ich weitergeben? Ist ja auch ein Thema, das uns gerade alle beschäftigt, ne? Zu Recht. So, wir haben hier die Wege in der Mitte. Für viele geht es vielleicht darum, einen finanziellen Weg zu finden, eine Entscheidung zu treffen, die mit den Finanzen zu tun hat, Möglichkeiten. Man sieht mit den Wegen mindestens 2 Möglichkeiten, aber auch das die nächsten 7 Monate. Ne? Viele haben vielleicht Konflikte auch, sich für oder irgendwas zu entscheiden. Manche müssen sich durchbeißen, weil wir legen auf die Finanzen. Es geht um Wege, wo man vielleicht auch Konflikte hat mit den Finanzen oder wo man unzufrieden ist, welche Wege es überhaupt gibt. Das ist in der Mitte schon mal das Thema, das an sich für alle auch stimmig ist, als Ausgangspunkt. Ja, wir haben auf der bewussten Ebene schon auch den Kummer damit oder das Auseinandersetzen oder den Stress mit dem Thema Finanzen. Möglicherweise sucht man hier auch über Gespräche Austausch. Die ein oder anderen empfinden es vielleicht an sich mit Unruhe verbunden, was mit den Finanzen zu tun hat und, ja, wie soll ich es nennen, beschäftigen sich damit so, dass es stresst in der bewussten Ebene, also in den Gedanken. Das sind mir zu viele. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern. Wir haben möglicherweise das Thema Schatten. Schatten, die wir schon aus der Vergangenheit kennen oder aus Situationen, wo wir mit wankender Energie unterwegs waren, was das Thema Finanzen anbelangt. Hier kann es schon auch sein, dass man sich nicht richtig für etwas entscheiden kann oder den Weg nicht richtig findet oder ja, dass man auch wirklich schon Zeiten hatte, die tief, das liegt hier in der Vergangenheit, geschnitten haben. Aus dem Unterbewusstsein raus sehe ich hier irgendwie auch den Wunsch nach Unabhängigkeit. Es geht hier vor allem auch an die Selbstständigen oder alle die mit Ämtern oder Behörden verbunden sind. Ne? Für mich ist der Turm hier aber auch so gestaltet, dass ein Licht rausscheint, ja, irgendwo.
Vielleicht ist hier auch das Gefühl, man wird alleine gelassen mit dem Thema, man muss alles alleine wuppen, man kann die Grenze nicht sprengen, die hier wichtig wäre. Für alle, die es zu lang dauert, ihr habt im Display ein Rädchen drin, da könnt ihr die Geschwindigkeit ein bisschen hochdrehen. Ich möchte aber schon, dass es rausfliegt und es dauert eben so lang, wie es dauert. So, dann haben wir für die nähere Zeit den Fuchs. Ne? Hier ist es so, dass man nicht alles glauben soll, dass man nicht alles einfach so hinnimmt, dass man einen klugen Zug macht, dass man guckt, wo sind die Dinge unehrlich oder wo bin ich nicht eins damit. Hier vor allem auch mit den Ämtern und Behörden oder für die Selbstständige, seid klug, macht einen klugen Zug, hört auf eure Intuition, auf eure Gefühle. Es ist ja auch so, der Fuchs ist irgendwie auch die Karte des Betruges. Davon sind wir alle auch betroffen, gerade auch im Internet und wo man nicht über alles über den Tisch gezogen werden kann. Also es ist einfach für die nähere Zeit so, dass wir genau hingucken sollen. Jetzt liegt in unserem eigenen Haus der Stern drin. Ne? Das ist die Glückskarte, das ist auch das Wunscherfüllen, das ist die Klärung, das sind die Dinge, die man geklärt sieht. Der ein oder andere hat hier vielleicht auch die Möglichkeit, sich irgendwo finanziell unabhängig zu machen. Ja, so ist das mit neuen Karten. Ne? Selbstwertthemen sind hier wichtig, Herzensprojekte. Möglicherweise ich sage euch alle Szenarien, ein Vorfall in der Liebe oder in Beziehungsthemen, wo jetzt Trennungen waren oder so auch, die Finanzen etwas hinterlassen, was jetzt noch auf dem Weg ist oder geklärt werden muss. An sich ist es so, dass es sehr viel darum geht, was ist mir was wert, wo gebe ich etwas rein, was mache ich mit Liebe, was brauche ich nicht. Also auch dieses Bilanzziehen, wo stehe ich und was möchte ich noch, was sind meine Herzensangelegenheiten, wo liegt mir etwas auf dem Herzen. Wir haben die Sonne dabei. Das ist im Prinzip das Haus der Hoffnungen und Ängste. Ne? Hier ist es so, gib die Energie da rein, wo du denkst, dass es wichtig ist, die finanzielle Energie. Und man sieht auch Lösungen, die aus dem Umfeld kommen, die das Herz wieder aufgehen lassen. Hier ist auch diese Warnung, so wo gebe ich meine Energie rein? Ja, Gott sei Dank, wir haben die Blumen für die längere Zeit. Hier sehe ich kreative Lösungen, hier sehe ich vielleicht auch Sachen, die man mit Kreativität zu Geld machen kann. Die Blumen, das ist so, das geht so aus, wie du es möchtest.
Das ist die Karte, die dir ein Geschenk mitgibt, die dich zum Aufblühen bringt. Es ist vielleicht eine Zeit, wo wir noch sehr viel zweifeln, aber auf die längere Zukunft sieht man hier das, was wir uns vorstellen, einfach auch kommen. Ich gucke mal noch ein bisschen weiter, bis ich jetzt die Finanzkarte auch habe. Wir gucken direkt rein und wie ihr hier sehen könnt, ist es so, dass man sich klärt, dass man auch Abhängigkeiten anguckt, dass es Unklarheiten gibt auf dem finanziellen Bereich. Es kann jetzt für viele sogar so sein, ich lege es mal weiter weg, dass sie sogar eine Herausforderung haben, die aus dem Bereich Finanzen und Vitalität kommt. Sprich, man kann vielleicht nicht mehr so, wie man will und man guckt jetzt, wie harmonisiert man das oder wie passt man das an, dass man irgendwo weniger Geld auch hat. Für viele sind es vielleicht, wir haben hier den Turm dabei, auch die Ämter der Vitalität, die da mit einspielen. Ich habe aber den Schlüssel dabei und das auf längere Zeit jedenfalls weiterkommen. Wir haben unterm Deck die Sense. Ne? Wir haben die Veränderungen, die mit dem Kleeblatt kann man sich vielleicht auch irgendwo minimalisieren, aber die Sense heißt auch, es gibt Schnitte, man macht vielleicht im Kleineren etwas weniger, man minimalisiert sich und hat trotzdem irgendwie mit dem Klee das Glück dabei und hier mit den Blumen auch. Aber ich denke schon, dass die Sense in Bezug auf die Finanzen auch heißt, dass wir uns irgendwo ein bisschen kürzen dürfen oder dass wir irgendwo Einschnitte machen oder dass wir vielleicht auch irgendwo Kosten haben, mit denen wir jetzt nicht rechnen. Ich gucke mal, was ich hier noch dazu kriege. Ja, die Unabhängigkeit ist mir rausgefallen. Für mich ist es ja so, als ich noch auf 2 Jobs unterwegs war, da hatte ich sehr viel Geld, ich musste auch sehr viel Steuern zahlen. Wenn du was brauchst, kriegst du nichts. Ich kenne das jetzt mit 2 Personen aus meinem Umfeld, wie schwierig es ist, auch gerade mit den Ämtern und Behörden und dem ganzen Papiergruß. Die Botschaft ist einfach, sei so unabhängig wie möglich von all dem. Unterm Deck haben wir die Hängematte, das heißt für mich auch, nimm dich auch mal raus aus irgendwas, denke nicht nur ans Geld oder mach dir nicht nur so viele Gedanken. Wir haben mit den Fischen und dem Kreuz hier schon auch die Herausforderung für viele. Auch das, wie sie langfristig damit umgehen, aber es bringt ja nichts, ständig drüber nachzudenken. Ne? Einfach auch mal rausnehmen, den Sachen ihren Lauf geben, nicht immer das Schlimmste erwarten oder befürchten. Das ist das, was ich euch zu den Finanzen hier sagen kann. Denkt immer dran, es ist eine kollektive Legung. Und wir nehmen mal noch eine Karte für die Seele. Was möchte uns unsere Seele dazu sagen? Bin ich gespannt. Dankbar sein. Sei dankbar für das, was du hast, deine Gesundheit, dein Zuhause, deinen Partner. Manches ist vielleicht zu selbstverständlich geworden. Ich finde, das passt sehr gut dazu. Ihr Lieben, das war die Legung für die Finanzen. Ihr dürft noch dranbleiben, wenn ihr einen Blick in die Liebe, den Beruf oder die Überraschungslegung haben wollt. Ich drücke euch, bis bald. So, ihr Lieben, es geht weiter mit dem Thema Beruf und Berufung für das Kollektiv. Ich lege mal die Arbeitskarte raus. Ich habe ja auch so ein Orakel, da geht es ein bisschen um Beruf und Berufung. Denkt dran, es ist eine kollektive Energie, es soll inspirierend sein, es soll Möglichkeiten aufzeigen, die wir haben. Und das ist hier für alle auch ein Thema. Ne? Wir werden hier sehr gefordert mit der Arbeit in unserem Land. Und wir gucken, was sich hier zeigt. Arbeit und Geld. Man arbeitet, um Geld zu haben.
Man muss viel arbeiten, um sein Geld zu kriegen. Der ein oder andere ist vielleicht in der Ausgangssituation, dass er seine Finanzen stabilisieren möchte. Spannend, ne? Das sind mir zu viele. Jetzt nehmen wir sie. So, wir haben hier die Gedanken daran, dass wir in diesem Bereich Beruf, Berufung, Arbeit, Finanzen doch unsere Wünsche umsetzen wollen oder die Sachen so haben wollen, wie wir sie brauchen. Hier ist aus der unterbewussten Ebene das Hindernis mit dabei, ne? Wir haben hier so Blockaden, wo vielleicht auch Muster sind, wo wir denken, ich komme nicht an mein Ziel oder der Berg ist zu groß oder ich weiß gar nicht richtig wie. Vielleicht steht man sich auch irgendwo selber im Weg. Wir haben die Veränderungen, die schon angefangen haben in der jüngeren Vergangenheit mit an Bord noch. Vielleicht wollten wir da schon irgendetwas umsetzen und sind immer wieder an die gute Grenze gekommen. Ich habe mit dem Bären in der längeren Zeit für einen oder anderen tatsächlich eine Auseinandersetzung mit einer Cheffigur, mit einem neuen Arbeitgeber, mit jemand, der Möglichkeiten zur Veränderung mitbringt. Allerdings ist es auch der Bär von der Eigenschaft her jemand, der eigenständig ist, der seine ganze Größe lebt, ne? Jemand, der im Vertrauen ist, der ein gutes Fundament hat. Es kann ja auch speziell jemand sein, der eine Möglichkeit hat, ein Wissen, eine Idee. Wir haben wie bei den Finanzen auch das Thema Herzensangelegenheit, ne? Was mache ich mit Leidenschaft? Wo gehe ich bloß noch hin, weil ich muss? Wo fehlt mir die Kraft oder das Vertrauen auch in die Dinge? Der ein oder andere hat vielleicht überhaupt gar keine Zeit für die Liebe, weil er nur am Arbeiten ist. Auch das kann ein Hindernis sein. Manche wollen vielleicht mit jemandem zusammen ein Herzensprojekt umsetzen. Schön ist jetzt hier, dass wir das Kleeblatt im Hause des Umfeldes drin haben, ne? Es sind mehrere Möglichkeiten. Hier ist auch für viele der Bereich, irgendwo einen glücklichen Zufall zu haben. Hier ist der Bereich, wo man sagt, ich habe eine glückliche Wende irgendwo, die ich mir jetzt noch nicht vorstellen kann, die kommt von außen. Die bringt vielleicht auch irgendwo was mit, was mir das Alltagsleben schöner macht oder ja, wo ich vielleicht möglicherweise ein bisschen weniger Geld habe, aber trotzdem meine Herzensprojekte mache oder das, was mich in Harmonie bringt und nicht das, was mir immer Unfrieden macht. An sich sind auch Familienthemen hier mit dran, ne? Also es kann hier schon sein, was wurde mir zu diesem Thema in die Wiege gelegt, was sind meine Gaben, wo habe ich vielleicht wenig Zeit für Familie oder wo bräuchte Familie mehr Zeit anstatt dieses Thema. Die Befürchtung ist vielleicht hier, dass man immer kämpft. An sich ist es aber so, dass man die Hoffnung auf einen friedlichen Ausgang auch haben kann. Für einen oder anderen kann sein, dass sie in der Liebe, in einer beruflichen Situation einen Mann kennenlernen, der ein bisschen Verliebtheitsgefühle mitbringt oder an sich eine Person auf der Arbeit ist, die das Herz aufblühen lässt. Können auch Projekte sein, die man zusammen macht.
Für mich ist das Wort Verliebtsein auch immer, wenn ich irgendwas mache, was ich total gern mache, fühlt sich das auch an wie frisch verliebt. So, jetzt letzte Karte für den Beruf, die Berufung. Da sind Konflikte, da sind vielleicht auch noch Diskussionen, die uns bevorstehen. Wir haben hier unterm Deck die guten Nachrichten, die Blumen wieder mal dabei. Kann natürlich hier auch ein Vertrag sein oder irgendwie sowas, was uns im beruflichen, finanziellen Bereich was bringt, was wir uns so vorstellen. Ich sehe hier aber auch, dass wir uns durchsetzen dürfen, ne? Dass wir uns streitbar machen für die Sachen, dass wir nicht klein beigeben, auf jeden Fall. Ich habe Vesta mit dabei, da geht es um die Lebensenergie, die man hat und den Spirit. Und es geht vielleicht auch darum zu gucken, was gibt mir Energie, was nimmt mir Energie, was zieht mir Kraft, ne? Wo fühle ich mich auch zu alt dafür. Unterm Deck haben wir tatsächlich das 10. Haus für Berufung und Karriere. Und es ist ein Haus des Elementes Erde. Hier können auch die Sternzeichen Stier, Steinbock und Jungfrau oder deren Eigenschaften einfach mit dabei sein. So, wir gucken mit dem Berufsorakel noch, was sich hier zeigt. Was darf ich mitgeben? Gerechtigkeit. Hier geht es viel um das Berufsfeld, wo andere unsere Hilfe brauchen. Es geht auch darum, anderen zu helfen, zu ihrer Gerechtigkeit zu kommen oder irgendwo Fairness ins Leben bringen von jemandem. Vielleicht widerfährt uns aber auch Gerechtigkeit da, wo wir es jetzt nicht erwarten. Der ein oder andere hat hier das Thema Lass los. Manche müssen sich auch entfernen, ein Stück weit von etwas und sich lösen, um dass sie hier einen gerechten Ausgleich kriegen. Loslassen hat für mich auch mit einer Situation zu tun, die ich vielleicht im beruflichen Bereich so nicht mehr tragen kann. Dann dieses Gefühl zu haben, wenn ich loslasse, widerfährt mir keine Gerechtigkeit, sondern dann falle ich. Für einen oder anderen ist die Schule hier wichtig, ne? Man lernt irgendetwas, man sucht Antworten, man informiert sich, man holt sich Wissen, man lernt irgendetwas, was wir vielleicht für die Zukunft brauchen. Und für mich ist das auch ein Hinweis auf Bildung, ne? Das ist in der letzten Zeit oder in unserer Zeit so, dass wir vielleicht alle nochmal neue Bildung brauchen für die Zeit, die auf uns zukommt, in der wir uns noch nicht so auskennen. Und unterm Deck haben wir noch die Sensitivität, ne? Hier spürt man vielleicht auch, dass etwas nicht so ist, wie man es haben will. Man holt sich Infos, anstatt immer nur weiterzumachen oder das zu ertragen, ne? Was man hier leisten muss, um Geld und Beruf unter ein Dach zu kriegen. Hier ist irgendwo Wissen, das man braucht und das Gespür dafür, aus den Situationen gut rauszukommen, die wir in diesem Bereich so haben. Wir nehmen noch die für die Seele. Guckt mal, ist hier auch die Bildung rausgefallen, hier die Schule, ne? Deine Seele verlangt nach mehr, sei offen und neugierig und bilde dich weiter. Das ist die Legung für die berufliche Situation. Ich drücke euch bis bald. Ihr könnt noch dranbleiben für die Liebe oder für die Überraschungslegung. So, ihr Lieben, es geht weiter mit der Liebe. Ich mache ja ab und zu Liebeslegungen. Das mache ich auf Astrolymp. Da gucke ich immer, was liegt zwischen den Paaren oder was sind Themen, die verbindend oder trennend sind. Jetzt wolltet ihr ja ein Single-Orakel, ich lege ein Liebesorakel und ich beziehe mit ein, was ist, wenn du Single bist.
Aber so klassisches Single-Orakel, das mache ich nicht. Das ist für ein Kollektiv für mich nicht sinnvoll. So, Liebe, Beziehung, Partnerschaft, was darf ich weitergeben? Wie gesagt, wenn euch das Mischen zu lang dauert, hier ist ein Rädchen drin im Bildschirm. Bei jedem stellt es ein bisschen schneller. Aber mir ist es wichtig, dass die Karten fallen, dass ich sie nicht rausziehe. So, wir haben eine. Und für einige zeigen sich hier Konflikte, Diskussionen, Streitereien. Vielleicht mit einem Gegenüber, vielleicht auch mit dem Thema an sich. Wir haben hier das Schicksalskreuz auf der bewussten Ebene. Ne? Möglicherweise ist es für viele auch herausfordernd mit dem Thema. Möglicherweise haben viele auch Partner oder Schicksalsschläge gehabt, die sie in Konflikt gebracht haben. Und man hat es noch sehr stark auf der gedanklichen Ebene. Ich habe hier, dass viele sich wünschen, dass sie irgendwo ankommen, ne? Dass sie auf ein gutes Fundament bauen. Vielleicht geht es auch um häusliche Situationen, die eben mit dem Thema Liebe, Partnerschaft zu tun haben. An sich ist es so, dass ich glaube, dass viele auch Grenzen ziehen müssen, irgendwo. Manche müssen vielleicht auch aus der Komfortzone raus, um ihre Themen zu regeln. Ich habe für viele auch eingesessene Themen, also etwas, wo man zwar weiß, hier ist irgendwas nicht stimmig, aber ich bleibe einfach mal, ich habe es immer so gemacht. Das ist jetzt sehr spannend und interessant, denn wir haben natürlich auch in der jüngeren Vergangenheit die Verletzungen, die Trennungen, die Einschnitte, die das Thema mitgebracht hat. Die Sense liegt mir hier ganz gut, ne? Weil es ist einfach etwas, was schon war, was im Hier und Jetzt irgendwie doch noch wirkt oder auch in den Gedanken. Ja. Ja, wir sind hier sehr konfrontiert mit unseren Wünschen, Träumen und Sehnsüchten. Der ein oder andere hat vielleicht jemanden, der weiter weg ist oder der vielleicht sogar im Ausland lebt oder der viel unterwegs ist. Auch das kann sein, dass das Konflikte in der Liebe mitbringt oder dass man sich an sich überlegt, wo stehe ich, was habe ich mir vorgestellt, wo will ich noch hin. Für einige sind es klassische Nähe- und Distanzthemen. Ne? Wenn du Single bist, das wolltet ihr ja wissen, dann habe ich hier zwei Möglichkeiten, eine Person kennenzulernen. Das eine ist über Gespräche, über Kommunikation. Das kann jetzt hier jemand aus dem Umfeld sein oder tatsächlich jemanden von weiter weg oder jemanden, den man beim Reisen begegnet, beim Unterwegssein oder tatsächlich im Ausland. Guckt mal, hier ist die Wunscherfüllungskarte und das ist jetzt wieder was ich sehr faszinierend finde, denn sie liegt im Hause des Umfeldes. Das heißt für mich auch, das sind vielleicht Dinge, die man so nicht plant, die doch gute Möglichkeiten mitbringen.
aber die kommen eben von außen und da läuft vielleicht etwas nicht so, wie es unseren Vorstellungen entspricht, aber es ist trotzdem da oder kann kommen. Für mich war es bisher immer so, Liebe ist immer dann gekommen, wenn ich sie nicht brauchen konnte. Solange du in der Erwartungshaltung bist oder so, da ist es schwierig. Natürlich für alle, die lieben, die können vielleicht mehr zusammen unternehmen, sich mal eine Reise gönnen, zusammen unterwegs sein, mehr sprechen. Ja, wir haben Zweifel, offene Fragen. Man traut hier vielleicht auch nicht jedem mehr, vielleicht gibt es Unehrlichkeiten. Für die Singles ist es so, dass sie vielleicht auch denken, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, vielleicht ist es so, dass sich Unehrlichkeiten zeigen oder dass man nicht vertrauen kann. Vertrauen ist ja auch eine Sache. Der Fuchs guckt hier in die Reisekarte rein. Ne? Das ist auch das, für was bin ich unterwegs, was ist mir was wert, wo gebe ich die Energie rein, was auf den Weg zu bringen. Ja, und mit dem Stern am Ende habt ihr die Glückskarte, die Klärung. Der ein oder andere hat hier vielleicht jemanden, den er über den Beruf kennen könnte. Ein Arbeitskollege. Es kann ja auch sein, dass es jemand ist, der beruflich sehr viel zu tun hat. Jemand, der freundlich ist, der loyal ist, mit dem ihr euch etwas erarbeiten könnt. Das ist für die Singles. Für die Liebenden an sich, die einen Partner haben, da sieht man ein schönes, ausgeglichenes Fundament. Vielleicht geht es auch bei Paaren um die Arbeit oder das Arbeitsfeld der eigenen Kinder. An sich ist es so, ne, man könnte hier schön vor Hafen gehen. Man ist treu, man ist loyal, man hängt irgendwo aneinander, man ist angebunden. Eine schöne Energie. Und für alle, die jetzt hier Konflikte haben, die kriegen hier gesagt, erarbeitet euch was, es dient euch langfristig. Ne? Der Hund, der Freund ist für mich auch der bedingungslos für uns da ist, der zuhört, der die gleichen Werte hat. Ne? Jetzt bin ich gespannt. Die Verbundenheit fällt raus, ist das nicht niedlich? Und das ist auch ein Thema, das brauchen wir im Hier und Jetzt. Ne? Wir brauchen Freunde, auf die wir uns verlassen können. Da darf kein Weg zu weit sein. Ne? Gerade jetzt, wo alles herausfordernd ist. Und wir haben hier noch für viele das Thema Gerechtigkeit, ne? In diesem Bereich. Wir gucken, was möchte die Seele dazu sagen. Erinnere dich, wovon hast du in deiner Kindheit geträumt, was wolltest du werden, wie wolltest du leben, bist du heute erfüllt, fühlst du dich geliebt, fühlst du dich in deinem Umfeld wohl. Hier ist ja auch, ne, die Träume und Wünsche, dass man sich das anguckt, was möchte man da noch umsetzen und so. Ich habe hier mit den Sternen am Ende tatsächlich die Situation von Wunscherfüllung oder auch von Glück in diesen Sachen, die uns hier bewegen. Ja, das lassen wir so stehen. Es geht weiter mit dem Thema Überraschung. Was darf ich überraschend auf den Tisch präsentieren? Ihr Lieben, ich drücke euch und bis bald. So, ihr Lieben, wir kommen zur letzten Legung. Was möchte das Leben uns sagen? Was darf ich überraschend weitergeben? Was ist wichtig für uns zu hören? Meine gebuchte Karte, ne? Das Schicksalskreuz, die Herausforderungen, der Lebensweg.
Das Schicksal öffnet uns neue Türen. Wir sollen keine Befürchtungen haben, wenn etwas herausfordernd ist. Hier kommt etwas, das uns wieder Erfolg bringt, das uns das Gefühl gibt, dass wir sicher sind. Ja, wir haben hier Hindernisse. Das kann jetzt auf der bewussten Ebene sein, dass man sich damit auseinandersetzt, wo man an seine eigenen Grenzen kommt, wo das Außen uns immer wieder Umstände liefert, wo wir uns nicht so drehen können, wie wir wollen. Möglicherweise ist die eigene Sicht auf die Dinge auch irgendwo beschränkt oder begrenzt, weil man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht oder weil man die Lösungen für seine Sachen nicht findet. Ja, das sind mir zu viele. Ich sag's nochmal, hier ist ein Rädchen drin, wem es zu lang dauert, der kann die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Mir ist es einfach wichtig, dass die Karten fallen. So, das sind viele unklare Situationen, das sind irgendwelche Sachen, da gab es in der Vergangenheit Mangel oder Verluste oder ja, man hat immer wieder Zeit gebraucht, sich aufzuklären. Hier sind einfach Wege, die nicht frei sind und es ist keine richtige Lösung zu sehen. Und ich vermute fast, dass das Schicksal uns eine Tür öffnet, die wir in Gedanken gar nicht drin haben. Familienthemen, Sachen, mit denen man nicht in Harmonie ist. Die haben sich alle umgedreht. Ich habe für viele, dass sie irgendwo nicht Frieden schließen können oder dass es Sachen gibt, mit denen sie nicht harmonisch sind. Da werden Kämpfe geführt, Konflikte ausgetragen. Möglicherweise ist die Lösung auch hier, dass man mal ins Vertrauen geht. Manche Sachen erledigen sich auch wirklich anders oder ohne dass wir haben zweimal männliche Energie, dass wir von uns aus was tun. Bei manchen Sachen braucht man Tatkraft. Hier kann vieles sein. Möglicherweise baut man hier auf Partner oder man hat diese Energie, wo man denkt, der andere oder mein Gegenüber, der beschäftigt mich, der kommt nicht, ich komme mit einer Situation da nicht in Frieden. Für viele habe ich hier zwischen zwei Stühlen sitzen. Es kann jetzt tatsächlich zwischen zwei Partnern sein oder zwischen einer alten und einer neuen Energie. Es kann hier auch für viele sein, dass sie sehr viel Zeit schon mit einem Thema verbracht haben. Es kann ja eine Zeit sein, die auch über 10, 20 Jahre geht, wo sich nichts getan hat. Ahnenthemen auf jeden Fall auch. Hier ist es wichtig, dass wir trotz allem, was im Außen ist oder was auch Kraft kostet, dass wir im Vertrauen bleiben. Hier haben wir nämlich am Ende eine bestandene Lektion, ein Wissen, das wir brauchen, eine bestandene Prüfung auch irgendwo in den Sachen, die jetzt herausfordernd sind, Wissen, das wir dann für längere Zeit nutzen können. Für viele liegt hier eine ganz, ganz neue Erfahrung, die eine ganz andere Bewegung mitbringt. Hier auch Veränderungen in der Liebe oder Richtungswechsel bei den Herzensangelegenheiten. Der ein oder andere auch neue Partner oder
Konkurrenz, würde ich mal sagen. Nichtsdestotrotz, ne, das Langfristige ist wichtig. Wir haben hier in der näheren Zeit einfach die Situation, dass wir Frieden schaffen, dass wir uns klären, dass wir gucken, dass wir harmonisch sind mit dem, was ist und war. Die Spiritualität ist hier sehr wichtig. Da ist noch sehr viel, was sich zeigen wird, was im Verborgenen liegt. Wir haben das 12. Haus mit dabei, ein Haus des Elementes Wasser, Sternzeichen Krebs, Fische und Skorpion. Und guckt mal, hier spreche ich die ganze Zeit von Frieden. Und hier kommt der Frieden unten drin am Thema. Setzt euch für euch und eure Dinge ein, aber kämpft euch nicht überall nur durch. Vieles kommt auf unerklärliche Weise oder von Sachen, wo man mit dem Verstand gar nicht drankommt. Wir haben die Heuschrecke dabei mit dem Thema Entwicklung. Da kann man dann auch mal große Sprünge machen. Und auch hier wird wieder gesagt, ne, es öffnen sich neue, ungeahnte Räume. Das sieht man hier. Das Buch öffnet sich und bringt dir die Sonne mit. Das ist eine wunderschöne Energie, eine neue Erfahrung, etwas, was man so nicht kennt auch. Was möchte unsere Seele sagen? Überwinde dich. Hier ist es wichtig, dass man Brücken baut zu Menschen, die uns etwas bedeuten. Hier ist es wichtig, dass man keine Angst vor Ablehnung hat. Hier ist es wichtig, dass man auch um Freundschaften kämpft oder dass man hintereinander steht, dass man sich vertrauen kann. Und unterm Deck haben wir tatsächlich noch finanzielle Themen, die hier mit in die Situationen einspielen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, ich lasse es so stehen. Und jetzt bedanke ich mich bei allen, die bis zum Schluss zugehört haben. So kann es weitergehen. Ich bin sehr glücklich über alles und ihr seid mit mir jetzt durch viele Jahre gegangen, wo ich auch selbst sehr viel erlebt habe. Und es macht mir einfach Spaß, diese Namen von vor Jahren immer wieder auch noch zu lesen. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.